Hier berichten wir, dass Kevin Nash den neuesten Anschuldigungen von Bret Hart den Wind aus den Segeln genommen hat, dass All Elite Wrestling gegen den ausdrücklichen Wunsch eines Wrestlers eine Vertragsoption gezogen hat und dass Chris Jericho für wilde Spekulationen gesorgt hat. Hallo und willkommen zu den Genickbruch News. Vor einigen Tagen hatte sich Bret Hart in einem Interview über fehlenden Respekt beklagt, den World Wrestling Entertainment ihm entgegenbringt. Er erzählte damals, dass er zum SummerSlam eingeladen worden war, woraufhin er zu der Show reiste und man ihm dann vor Ort mitteilte, dass man ihm nicht den versprochenen Platz im Publikum freigehalten hatte. Als Argument, dass man ihm damit offenbar gezielt eins auswischen wollte, benannte er Kevin Nash, der laut dem Hitman einen Platz erhalten hatte. Hart deutete damit an, dass Leute, die Triple H nahestehen, eine bevorzugte Behandlung erhalten, während ihm selbst, Zitat, sogar nach dem Tod von Hulk Hogan kein Respekt entgegengebracht werde. Kevin Nash ist inzwischen in seinem Podcast Click This auf diese Aussage des Hitman eingegangen und hat dem Argument den Wind aus den Segeln genommen. Nash erklärte, er sei gar nicht erst zur Show gegangen, weil er wusste, dass auch für ihn kein Platz zur Verfügung stand. Er habe am Nachmittag vor Ort 1,5 Stunden an einer Autogrammstunde teilgenommen und dies sei alles gewesen, was er mit dem SummerSlam zu tun hatte. Nash erzählte weiterhin, dass er WWE-Shows generell nicht mehr vor Ort anschaut. Dies begründete er mit einer negativen Erfahrung aus der Vergangenheit. Bei einer Show hatte man ihn in eine kleine Box verfrachtet, womit er eine Privatloge meinte. Dort sei der Monitor ausgefallen und da er sehr weit weg vom Ring saß, konnte er nicht erkennen, was sich dort tat. Daraufhin habe er die Show über den Videowürfel verfolgt. Es sei wie eine Fernsehübertragung gewesen, nur ohne Ton und ohne die Möglichkeit, bei schlechten Szenen vorzuspulen. Nash erklärte, er habe inzwischen bei Bret Hart angerufen, um dessen Eindruck richtigzustellen. All Elite Wrestling hat Danhausen nun schon seit 1,5 Jahren nicht mehr eingesetzt. Sein Vertrag wäre eigentlich am 1. Juli ausgelaufen, doch da er zwischenzeitlich für längere Zeit aufgrund eines Muskelrisses ausgesetzt hatte, hatte die Liga eine Vertragsoption aufgerufen, die besagt, dass sich die Laufzeit der Zusammenarbeit automatisch um die Dauer der Verletzungszeit verlängert. Danhausen wird damit bis weit ins kommende Jahr hinein noch unter AEW-Vertrag stehen. Wie die Journalisten von Fightful nun berichten, hat All Elite Wrestling diese Option ausdrücklich gegen den Willen des Wrestlers gezogen. Demnach habe Danhausen persönlich darum gebeten, darauf zu verzichten, und er hatte sich darauf vorbereitet, die Liga in diesem Sommer verlassen zu können. Trotz der gezogenen Vertragsoption soll es keine Pläne geben, Danhausen in den Shows der Liga einzusetzen. Sein letztes AEW-Match hatte er im Dezember 2023 bestritten, als er bei World's End an einer Battle Royale um einen Shot auf den TNT-Titel teilgenommen hatte. 2024 hatte man ihn dann noch einmalig bei Ring of Honor auflaufen lassen. Chris Jericho hat mit einem einzigen Mausklick für Unruhe gesorgt. Eine Newsseite hatte via Instagram die Schlagzeile veröffentlicht, dass der Vertrag des Wrestlers bei All Elite Wrestling Ende Dezember dieses Jahres auslaufen würde. Obendrein behauptete die Newsseite, Jericho könne sich eine Rückkehr zu World Wrestling Entertainment vorstellen. Jericho gab diesem Beitrag einen Like, woraufhin viele Fans begannen, über ein WWE-Comeback des inzwischen 54 Jahre alten Kanadiers zu spekulieren. Jericho war nun schon seit dem April nicht mehr in den Shows von All Elite Wrestling zu sehen gewesen, was jedoch daran liegt, dass er mit seiner Band Fozzy auf Tournee war. Die Tournee ist inzwischen vorüber, so dass Tony Khan seinen Allstar jederzeit wieder in die Shows einbauen könnte. In der Vergangenheit hatte es eigentlich gehießen, Jerichos AEW-Vertrag habe eine Laufzeit von 10 Jahren. Dave Meltzer vom Wrestling Observer hat inzwischen allerdings ebenfalls von einem Vertragsende im Dezember gesprochen. Diese und weitere Meldungen findet ihr rasant und detailliert bei Genickbruch.com.